Das ist ein Ölkühler aus Kupfer und der hat wirklich schon bessere Zeiten erlebt. Bei dem sind beide Vorkammern ruiniert und da hat mich jemand gefragt, kann man das denn schweißen? Das ist natürlich eine interessante Frage. Kann man Kupfer schweißen? Und ja, man kann Kupfer natürlich problemlos schweißen. Das Ganze machen wir mit dem Wick-Schweißverfahren. Man muss nur wissen, was man da macht und man muss ein paar Besonderheiten von diesem schönen Werkstoff wissen und dann kann man Kupfer wirklich auch richtig gut schweißen. Und das gucken wir uns natürlich in diesem Video näher an. Gleichzeitig wollen wir natürlich diesen schönen alten Ölkühler erhalten und wollen den wieder reparieren. Ganz kurz zu diesem Ölkühler, der kommt aus einem Motorboot, das ist ein sogenannter Rohrbündel-Wärmetauscher. Das heißt, durch diesen Kühler laufen ganz kleine feine Röhrchen. Dann haben wir hier den grundlegenden Prozess, dass oben und unten jeweils die Kühlflüssigkeit, in dem Fall wahrscheinlich Wasser, durchläuft. Und dann haben wir halt hier den Ölkreislauf und da läuft das Öl durch und das Öl wird dann gekühlt. Wo ich das Ganze ausgepackt habe, habe ich das erste Mal einen Schock gekriegt. Das heißt, da war schon mal jemand dran, ein angeblicher Experte, der hat versucht, das zu reparieren. Und was hat er erstmal gemacht? Der hat sich natürlich das Material vorbereitet. Und das ist natürlich auch eine wichtige Sache, immer beim Schweißen und beim Kupferschweißen, das ist auch ganz besonders wichtig. Das, was der nur grundlegend falsch gemacht hat, das sieht man auch an diesen Aufnahmen hier, der hat die Flächen beschliffen, hat das Material dünn geschliffen und hat es wirklich extrem abgetragen. Was hätte er anstelle von dessen machen sollen? Wahrscheinlich hat er so eine normale Fächerscheibe oder sowas genommen. Er hätte, wie ich, hinterher eine Reinigungsscheibe nehmen sollen. Das ist eine Scotch-Brite Reinigungsscheibe und mit der kann man sowas wirklich hervorragend reinigen. Man trägt nahezu kein Material ab, man schafft es aber, die Oberfläche wirklich extrem sauber zu machen. Man schafft es hier, irgendwelche Oxidationen wegzunehmen und hat damit die ideale Vorbereitung zum Schweißen. Und das ist die absolute Grundlage. Wenn ich hier neue Kupferbauteile habe, dann brauche ich da weniger reinigen. Wenn das Ganze aber mit den Jahren schon so ein bisschen angelaufen ist oder halt auch viel stärker angelaufen ist, dann muss ich das Ganze natürlich reinigen. Und wenn ich Farbe drauf habe, dann muss ich das zum Schweißen natürlich immer reinigen. Normal nehme ich da auch eine Schleifscheibe, aber wenn es sehr sensible Bauteile sind, dann nehme ich da auch gerne mal so eine Reinigungsscheibe. Das ist hier eine, wie gesagt, von Scotch-Brite. Die hat eine absolut geniale Qualität. Also da kriegt man wirklich tolle Ergebnisse hin. Benutze ich wirklich nur für sehr spezielle Projekte und so ein Ölkühler ist natürlich ein sehr spezielles Projekt. Der ist schon so ein bisschen älter und da kann man sich wirklich mal richtig Mühe geben. Wenn wir Kupfer vernünftig gereinigt haben, also diese Oxidschicht entfernt haben, Dreck entfernt haben, dann können wir anfangen mit dem Schweißen. Und da gibt es halt eine Besonderheit. Wir wissen alle, Kupfer leitet unwahrscheinlich gut. Wenn wir jetzt anfangen hier zu schweißen, dann ist es erstmal so, dass sich überhaupt kein Schmelzbad bildet. Und da habe ich den riesen Vorteil beim Wick-Schweißen. Ich habe hier in der einen Hand den Brenner, in der anderen Hand den Schweißzusatz. Jetzt kann ich wirklich meinen Brenner erstmal gefühlt minutenlang an einer Stelle lassen, bis sich da ein Schmelzbad bildet, bis ich genug Energie, genug Wärme in mein Bauteil reingebracht habe und dann fange ich an zu schweißen. Und dann verläuft der Prozess auch nicht linear, das heißt am Anfang geht es wirklich sehr langsam mit dem Aufschmelzen, dann wird es immer schneller und dann merkt man irgendwann, ist es zu schnell, da muss man eine kurze Pause machen. Und das ist wirklich so dieses Geheimnis hinter dem Kupferschweißen, dass man sich so am Anfang ein bisschen Zeit nehmen muss und dann verläuft das Ganze halt nicht linear wie beim normalen Schweißen von Stahl oder Edelstahl. Es ist eher so ein bisschen wie das Aluminiumschweißen, halt nur noch viel extremer. Man weiß wirklich, Kupfer leitet extrem gut und das wird uns so ein bisschen zum Verhängnis. Aber beim Wick-Schweißen ist es im Prinzip kein Problem. Was nehmen wir als Schutzgas? Ganz normales Argon. Es gibt aber in verschiedenen industriellen Bereichen, wo sehr viel Kupfer geschweißt wird, auch die Möglichkeit, mit einem Argon-Helium-Gemisch zu schweißen. Teilweise wird auch mit reinem Helium geschweißt. Ich schweiße das Ganze mit meinem WE 2030 und habe ganz normale Einstellungen im Prinzip. Das Einzige, was hier sehr besonders ist, dieser Ölkühler, der hat eine Wandstärke von 1,5 mm und ich nehme hier 90 Ampere. Ich habe den Puls eingestellt,
habe hier 90 Ampere im Oberstrom, 45 Ampere im unteren Strom und dann habe ich 1 Hertz bei der Taktung. Das heißt, ich habe einmal viel Leistung, schaffe es wirklich sehr gut, diesen Werkstoff aufzuschmelzen. Dann geht das Ganze wieder runter auf 45 Ampere. Dadurch nehme ich wieder so ein bisschen die Temperatur raus, damit ich natürlich nicht den Werkstoff zu stark aufschmelze, dass ich da natürlich nicht durchfalle. Das ist so die grundlegende Einstellung, die ich hier für dieses dünne Material verwendet habe. Würde ich ein sehr dickes Material verschweißen, dann habe ich immer einen sehr hochfrequenten Puls genommen. Das heißt, ich habe hier die Herzzahl und bin mit dieser Herzzahl so hoch gegangen, wie das Gerät das irgendwo hinkriegt. Ich hatte dafür zum Beispiel mal ein WE 204 verwendet und das hat ja die Möglichkeit, mit bis zu 1000 Hertz zu schweißen. Das ist dann natürlich ideal, weil wenn man mit einem sehr hochfrequenten Puls schweißt, dann hat das die Funktion, dass es diesen Lichtbogen so einschnürt und dass man halt noch konzentrierter die Wärme hier einbringt. Hier für das dünne Material habe ich jetzt so einen langsamen Puls genommen, einmal mit viel Leistung, einmal mit wenig Leistung und das ist halt so die zweite Option, wenn man ein bisschen dickeren Kupferwerkstoff verschweißt. Wichtigste halt ist wirklich, wenn wir hier Kupfer schweißen wollen, dass wir massiv Wärme in dieses Material reinbringen müssen und wir können hier nicht mit so ganz wenig Leistung arbeiten. Dieses Blech hier ist zum Beispiel 2 mm stark und wenn ich jetzt 60 Ampere hier nehme, da lacht das Blech über mich, ja. Und selbst das hier ist 1,5 mm. Wenn ich hier 45, 60 Ampere nehme oder so, dann kriege ich kein Schmelzbad hin, dann bringe ich hier nur unnötig Wärme in das Material. Ich brauche wirklich richtig Dampf, um diesen Werkstoff aufzuschmelzen, muss dann am Anfang wirklich auch immer noch abwarten, bis ich genug Wärme in dieses Bauteil reingebracht habe. Dann schmilzt dieses Bauteil richtig schön oder der Werkstoff und dann kann ich das Ganze richtig vernünftig schweißen. Wir brauchen natürlich zum Kupferschweißen auch einen dementsprechenden Zusatz. QSI 3 ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich nehme aber einen richtigen Kupferzusatz. Das ist CuSN 6. Ein sehr spezieller Zusatz zum Kupferschweißen, ist natürlich auch dementsprechend teuer. Den kriegt man zum Beispiel hier bei VDB Schweißtechnik. Die haben den riesen Vorteil, also auch so ein Online-Händler für Schweißdraht, die haben den riesen Vorteil, da kriegt man auch 500 Gramm oder 10 Stangen und dann ist es halt alles noch bezahlbar. Ich habe für diesen ganzen Ölkühler jetzt, glaube ich, 3 Stangen gebraucht oder 2,5 oder so. Also ist alles noch so im Rahmen. QSI 3 wäre halt auch eine Möglichkeit, gibt aber eine geringere Festigkeit und dementsprechend gibt es auch zum Beispiel Zusatz für Messing. Man hat also für jeden Schweiß oder für jede Schweißaufgabe, für jeden Werkstoff auch den dementsprechenden Zusatz und den sollte man nach Möglichkeit auch nehmen. Das ist jetzt ein Muster, ein 2 mm Rohr, das habe ich geschweißt und da sieht man auch, dass das von der Qualität alles andere als verkehrt aussieht. Wenn man jetzt hier reinguckt von wegen, dann hat man da auch eine Wurzel. Nicht hundertprozentig wie bei einem Stahlrohr, teilweise ist es auch ein bisschen stark durchgekommen, aber es ist vernünftig angebunden. Man hat also eine vernünftige Materialanbindung und man sieht auch an diesem kleinen Beispiel, wie gut man Kupfer wirklich schweißen kann. Zu dem Ölkühler an sich. Ich habe jetzt hier angefangen, das Ganze zu schweißen. Ich habe hier Stellen, wo schon Löcher drin sind, habe mich hier langsam vorgearbeitet mit den 90 Ampere. Pumpt man hier richtig Wärme rein. Irgendwann hat dieses Bauteil auch eine gute Wärmesättigung und dann lässt sich das wirklich richtig gut schweißen. Da kann man immer mit der Leistung noch mal ein bisschen spielen, kann die Leistung noch mal ein bisschen runterbringen. Ich habe hier vorne so eine bisschen breitere Naht, hier dann aber auch schmaler. Je nachdem, hier waren ja auch so teilweise ein paar Punkte drin, ein paar Stellen drin. Da muss man ein bisschen breiter werden. Ist nicht ganz so einfach, aber wenn man so ein bisschen Übung hat beim Wickschweißen, dann ist Kupferschweißen auch wirklich kein Problem. Problem ist jetzt nur die zweite Seite. An der zweiten Seite ist Folgendes. Da ist diese Vorkammer abgeschnitten worden, das Ganze relativ krumm und schief abgeschnitten worden. Das konnte ich also gar nicht mehr richtig vorsetzen. Ich habe versucht, die so ein bisschen plan zu schleifen, habe dann hinterher Folgendes gemacht, habe diese kleine Vorkammer, dieses kleine Hütchen ringsrum ganz vorsichtig auftragsgeschweißt, habe das Ganze dann übergeschliffen und das habe ich dann auf ein
Rohr drauf gesessen. Sowas hatte mein Vermieter durch Zufall noch da. Habe dann hier so ein Rohr genommen, so ein Stück davon, und habe das Ganze hier erst angeschweißt und habe es dann vor den Wärmetauscher, vor diesen Rohrbündeltauscher gesetzt. Und dann konnte man die Naht auch wirklich wieder vernünftig schweißen. Ist so ein bisschen sehr, sehr viel Fummelei. Aber wenn man will, von wegen klappt sowas auch sehr gut. Das Riesenproblem ist jetzt aufgetreten, dass wir das Ganze irgendwann abgedrückt haben, und dann hat sich auch wirklich die Problematik hier gezeigt. Das heißt, von wegen die Nähte waren an sich relativ dicht. Ich habe hier 1, 2 Stellen, die habe ich nochmal nachgeschliffen, die habe ich nochmal nachgeschweißt, und dann bin ich mir eigentlich sicher, dass die Nähte dicht sind. Aber hier zeigt sich von wegen, ich habe in dem Material Probleme. Ich habe hier mehrere Stellen in dem Material, wo es wirklich raussüfft, wenn ich das Ganze abdrücke. Und beim Abdrücken reden wir nur wirklich einmal Druckluft dran gehalten im Wassereimer und gucken, dass es wirklich blickdicht ist, wie man so schön sagt. Und da fängt schon an, dass es hier aus diesem Material rauskommt. Und da kommt wieder das zum Tragen, dass hier vorher natürlich so viel dran rumgeschliffen wurde. Und das ist wirklich so das Riesenproblem, dass ich hier Stellen habe, die wahrscheinlich sowieso schon kaputt waren. Da wurde noch mal drüber rumgeschliffen. Jetzt habe ich versucht, diese Stellen nachzuschweißen, und die sind wirklich papierdünn. Man sieht das hier. Ich habe das jetzt erstmal abkühlen lassen, habe mich jetzt erstmal hier mit dem Video beschäftigt. Und das mit dem Papier dünn ist natürlich einmal die Sache, ob ich es überhaupt schaffe, das vernünftig wieder zuzuflicken. Das ist ein Problem. Und das zweite Problem ist, man sieht das hier auch schön durch, da innen gehen ja schon diese kleinen Röhrchen durch. Und diese Röhrchen sind natürlich auch aus sehr dünnem Material. Also hier echt so ein 5 Millimeter unter der Wand hier ist ja schon dieses kleine Röhrchen. Und wenn ich in dieses Röhrchen reinkomme, das Röhrchen ruiniere, dann ist dieser ganze Ölkühler kaputt. Also es ist wirklich ein Riesenproblem. Ich habe das hier oben ganz gut wieder zuflicken können. Hier werde ich es natürlich gleich auch noch mal versuchen, das zuzuflicken. Aber im Prinzip ist wirklich nicht ganz so einfach. Also es ist wirklich schwierig. Die Rundnähte an sich, das denke ich mal, sieht man auch von der Qualität der Rundnähte. Das sieht wirklich noch ganz gut aus. Und Kupferschweißen ist auch möglich, wirklich auch bei älteren Bauteilen, wenn man sich das vernünftig reinigt, wird nie so aussehen wie High-End-Nähte an irgendwelchen nagelneuen Bauteilen. Aber es ist so, dass es wirklich möglich ist, vernünftig Kupfer zu schweißen. Mit dem Wick-Schweißverfahren bin ich auch ein Riesenfan. Nur hier ist wirklich so, ja, ist es so ein bisschen sehr, sehr problematisch. Ich werde hier gleich das Ganze natürlich noch zuflicken, kann man natürlich nicht aufgeben, und werde hoffen, dass ich das Röhrchen darunter wirklich nicht beschädige. Also, ich hoffe, das war mal ganz interessant, dass ich euch das mal in Kurzform mit dem Kupfer erkläre, weil das ist wirklich alles andere als ein Hexenwerk. Man braucht wirklich nur ein bisschen Geduld, vernünftiges Wickschweißgerät, auch den Mut, langsam sich so ein bisschen ranzutasten, mal ein bisschen mehr Leistung zu nehmen, sonst passiert nämlich beim Kupferschweißen gar nichts. Man nimmt den richtigen Zusatz, und dann kann man sich mit so einem Ölkühler hier rumärgern. Ich werde mich jetzt noch 1, 2 Stunden sicherlich damit beschäftigen, werde mich hier noch mal ein bisschen mit rumärgern, werde da noch mal ein bisschen dran rumschweißen. Also es macht mir im Prinzip wirklich viel Spaß, Kupfer zu schweißen, andere Werkstoffe zu reparieren, sowas zu schweißen, so ältere Bauteile zu erhalten, finde ich wirklich immer toll. Solche Wärmetauscher wird man sicherlich noch kriegen, aber so ganz einfach kriegt man die auch wieder nicht. Ich werde da jetzt noch so ein bisschen dran rumarbeiten. In diesem Sinne, ich hoffe, das war interessant. Alles, was ich hier verwendet habe, natürlich mein schönes Wickschweißgerät und natürlich auch weitere Informationen zum Kupferschweißen. Das werde ich alles in der Videobeschreibung verlinken. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Hoffe, das war interessant. Bis dann, euer Manni.